Wenn uns jemand irgendwie anders vorkommt, sind wir ganz schnell bei der Bemerkung, du tickst ja nicht ganz richtig. Bei solchen kurz hingeworfenen Sätzen vergessen wir meist, was sie wirklich meinen. Denn wer nicht richtig tickt, der tickt falsch. Der hat psychische Probleme. Und genau mit solchen Vorurteilen, aber auch mit den Ängsten der wirklich Erkrankten, beschäftigt sich die Patientenantenne. Das sind Menschen mit Psychiatrieerfahrung, die Radio machen und uns geschrieben haben, wir mögen uns das doch bitte mal anschauen und natürlich anhören. Und genau das haben wir gemacht. Viktoria Kleber war mittendrin in Berlin bei einer Live-Radiosendung, die nicht nur den Zuhörenden Kraft schenkt, sondern auch denjenigen, die selbst am Mikrofon ihre Geschichten erzählen. Nur noch eine Stunde, dann gehen die Radiomacher von der Patientenantenne auf Sendung. Habe ich auch wieder ein paar Songs rausgesucht für die Psychose-Parade. Ja. Die Psychose. Naja, das ist von... Neue Rubrik. Das ist von Psychose-Parade. Sie alle hier haben es nicht leicht im Leben. Wir sind alle amtlich bekloppt, wir haben alle einen Jagdschein. Macke meint damit, sie seien unzurechnungsfähig. Schizophrenie lautet die offizielle Diagnose von Macke, Florentine von Cornelius und Nico Dinte. So nennen sich die drei in diesem besonderen Radio. Schizophrenie, eine psychische Erkrankung, mit der man die Welt anders wahrnimmt. Muss man mal den Stuhl anwärmen. Nur noch ein paar Minuten bis zur Sendung. Beim letzten Mal ganz witzig, wie wir das gemacht haben, dass wir uns das so ein bisschen aufgeteilt haben. Sollen wir das wieder so machen? Und dann geht es los. Heute ist Donnerstag, 16 Uhr. Die nächste Sendung ist die Patientenantenne. Und ihr hört? Pi-Radio 88,4. Mehr als 120 Sendungen haben sie hier im freien Radio schon gemacht, aber mit dem Zählen nehmen sie es heute nicht ganz genau. Ja, willkommen bei unserer 3000. Sendung. Also für alle, die die letzten 2999 Sendungen verpasst haben, Pech gehabt. Im Programm Lieder von Künstlern, denen es ähnlich geht wie den Radiomachern. Ich hab noch einen Koffer in der Psychiatrie. Mal sehen, wann ich hier rauskomme. Vielleicht nie. Ich hab noch einen Koffer. Vielleicht muss das so sein. Wie der Künstler in seinem Song sprechen auch Macke, Florentine von Cornelius und Nico Dinte über ihre Krankheit. Das kostet sie jedes Mal Überwindung. Ihren Hörern erzählen sie von ihrem Schmerz. Vor rund 13 Jahren hat mir dann wirklich sprichwörtlich die Beine weggerissen. Stimmenhören hat angefangen. Und wenn man wirklich dann den ganzen Tag zugequatscht wird, das ist teilweise wirklich, man kriegt so eine Birne, so extrem. Und dann halt dann irgendwann mal dann auf Arbeit dann rumgebrüllt, jetzt halt mal die Fresse. Ich habe meine Arbeit verloren, ich habe meine Wohnung verloren. Ich habe ja den Kontakt zu vielen guten Freunden verloren. Also ich habe natürlich meine Ausbildung erfolgreich abgebrochen. Und die Ausbildung war so stressig. Und dann gleichzeitig noch die Psychosen, die immer wieder reingekrochen sind. Wenn Stress, sehr, sehr hohe Stresssituation da ist, dann kann es schon mal passieren, dass ich so trotz Medikamente kippe und dann plötzlich wieder so ganz sogar Stimmen höre. Also das kann schon passieren. Arbeiten, das ist für sie derzeit nicht möglich. Die drei leben im betreuten Wohnen. Andere Psychose-Erfahrene hören ihnen in Berlin und auch anderswo übers Internet gerne zu, weil sie hier ihrer Krankheit Raum schaffen. Die Patientenantenne ist ihre große Aufgabe. Nach einer Stunde ist sie für heute geschafft. Und dann würde ich sagen, können wir uns langsam verabschieden, ne? Ja. Tschüss, bis in 2 Wochen. Ja, Fanny Herzmann ist ihre Betreuerin. Vor 5 Jahren hatte ihr Kollege die Idee, die Schizophrenie-Erfahrenen mit der Sendung aus ihrem Alltag rauszuholen. Durch das Radio hätten die drei ihre eigene Geschichte besser gelernt zu akzeptieren. Es ist ja auch ein Schicksal, ne? Das ist eine der schwersten Erkrankungen, die man haben kann. Und das muss man erst mal annehmen können. Nicht immer schaffen es alle drei, hierher zu kommen. Dabei wollen sie mit ihrer Radiosendung viel erreichen. In erster Linie geht es mir tatsächlich persönlich darum, zur Entstigmatisierung beizutragen. Es gibt die einen, die sind sehr wohlwollend und die sind sehr tolerant und begegnen dir auf Augenhöhe. Aber es gibt leider auch die anderen, die Angst vor dir haben. Für heute ist die Sendung gelaufen. In 2 Wochen versuchen sie es wieder auf ein neues. Irgendwie